Ein wunderschönes herzlich willkommen zu einer weiteren SimDev Live-Folge. Heute ja mit einem Live-Q&A. Premiere hatten wir so direkt auch noch nicht. Und ja, an meiner Seite, altbekanntes Gesicht. Grüß dich, Kathi. Hallo, schönen guten Abend, wollte ich gerade schon sagen, aus Gewohnheit. Nein, einen schönen Nachmittag gewünscht. Ja, auch einen schönen Nachmittag an alle in den Chat. Ich sehe wieder, dass ihr sehr, sehr fleißig schreibt. Hier wurden schon wieder auch fleißig reingefolgt. Hier vom lieben Labiton X, Real Zocker LP, Yoku und auch viel mehr, Commander, Sala. Also wie ich sehe, wir werden immer mehr, auch wieder reichlich Zuschauer, über 30 Leute. Das macht natürlich Spaß auf mehr. Kathi, was sagst du? Auf jeden Fall. Ich bin schon wieder bereit. Wir können ja noch ein bisschen die 147 zeigen, diesmal von der anderen Richtung. Und ja, und wir beantworten eure Fragen nebenbei. Genauso sieht's aus. Wir hatten ja Anfang der Woche auch mal im Discord generell die Fragen gestellt, was euch aktuell wirklich so am meisten bei der Entwicklung von unseren Spielen interessiert. Da haben wir natürlich nochmal fleißig jetzt vor dem Stream drauf geschaut, ja, was da so die aktuellsten Themen von euch sind und werden das natürlich jetzt hier auch genauer beleuchten, eure Fragen beantworten. Und genau deswegen, wenn ich jetzt hier auch noch mal einen Blick in die Regie werfe, haben wir heute auch ja, verstärktes Personal, würde ich sagen. Also ich glaube, heute können wir wirklich ja, jede Frage beantworten. Das heißt... Das sind quasi unsere Couch-Joker. Ja, Couch-Joker kann man schon so sagen. Was wir nicht wissen, wissen die. Genau, hoffentlich. Die Zuschauer sehen ja nicht, was wir sehen. Sagen wir es mal so. Das kann man ändern. Genau. Aber machen wir jetzt nicht. Genau, also dann würde ich sagen, ich schalte mal direkt aufs Gameplay um. Und meinst du, soll ich schon mal ein bisschen fahren? Genau, fährst mal los. Ich gucke direkt schon mal im Chat. Und vorab ist dann sowieso so, dass wir uns ja schon mal die am häufigsten gestellten Fragen aufgeschrieben haben, die ich dann jetzt gleich schon mal vorab durchgehen werde. Da fange ich direkt auch mal an. Immer wieder habe ich auch die Frage gelesen, kommt der Bus für Konsole? Die meisten wissen es von euch, aber ich möchte es hier an der Stelle passend nochmal erwähnen. Der Bus für Konsole ist nicht nur geplant, sondern auch schon bereits in der Entwicklung für, ja, im Idealfall parallel zum Full Release auch für den PC bis Ende des Jahres. Das heißt, darauf könnt ihr euch freuen, auch für jeden, der es jetzt nicht genau auf dem Schirm hattet. Hier habt ihr es nochmal gehört. Und genau, das war nochmal ganz wichtig vorher zu erwähnen. Ansonsten jetzt hier auch nochmal wirklich alle, grüßt euch in den Chat. Ich müsste schon wieder jetzt hier hochscrollen. Alle Freunde sollte heute da sein. Ja, grüß dich Funky TV. Grüß dich Blaulicht-Fan, auch immer wieder gern gesehen, die altbekannten Gesichter. Stadtlux, grüß dich. Willi, grüß dich. Lennart. Habe ich auch einige neue Gesichter gesehen, auch hier zum Beispiel der liebe Yoku. Zum ersten Mal gechattet, freut uns sehr. Hier auch schon mit den ersten Fragen. Ja, Leute, da passt auf, da würde ich sagen, bevor wir jetzt spezifisch auf Fragen eingehen, gehe ich mal hier auf meiner Liste erstmal die wesentlichsten Fragen durch, damit das schon von Anfang an geklärt ist. Wie gesagt, das haben wir jetzt vor allem auch schon aus Social Media entnommen, aus Discord. Da war zum Beispiel unter anderem jetzt die nächste Frage, was denn jetzt nun mit dem VDL SLFA passiert. Und der ist weiterhin auf unbestimmte Zeit verschoben. Das hatten wir ja damals dann angekündigt. Das ist auch weiterhin immer so. Da hat sich auch noch nichts geändert. Für alle, die sich da gefragt haben. Ansonsten, ja, das wohl mal am meist gefragteste Thema KI-Busse, AI-Buses. Ja, wie viele wissen, auch anhand der Roadmap, das ist auf jeden Fall noch ein fehlendes Feature, was gerade auch in Arbeit ist, was auf jeden Fall bis zum Full Release auch geplant ist. Heißt, es ist aktuell in der Entwicklung, dauert allerdings noch. So viel können wir dazu sagen und vielleicht auch schon, dass ihr so eine grobe Richtung habt,
wie das Ganze dann auch aussehen soll. Es sieht dann so aus, dass es Standard sein soll, dass wenn ihr auf einer Map seid, dann die KI-Busse den Operating Plan, die Routen fahren, die ihr aktuell oder die ein Spieler aktuell nicht übernehmt. Und das Ganze dann auch im Multiplayer. Dass ihr da schon mal eine grobe Vorstellung habt. Genau, und hier sehe ich auch schon die Frage, welche Busse denn schon als nächstes kommen. Das war auch oder ist auch eine häufig gestellte Frage, auch auf Social Media gewesen, im Discord gewesen. Also spezifisch für die Bus können wir zu neuen Bussen sagen, dass aktuell der Ebusco 2.2 sehr, sehr weit schon in der Entwicklung ist. Darüber hinaus der Alexander Dennis Enviro 500, da sind wir auch dabei. Und zusätzlich auch der MAN New Lions City. Also das sind jetzt so ein kleiner Ausblick zwecks die bevorstehenden Busse für den Bus. Und auch sehr, sehr oft gefragt, nochmal jetzt das letzte vielleicht zu den grundsätzlichen Fragen, KI-Straßenbahn, also AI-Trams, auch sehr, sehr oft gefragt. Da können wir euch bisher dazu sagen, dass das auf jeden Fall dann in Angriff nach den KI-Bussen, den AI-Buses, genommen wird. Ja, soviel dazu. Katrin, jetzt habe ich schon sehr, sehr viel erzählt. Ich sehe, du bist hier schon fleißig am Fahren in der Zwischenzeit bei der 147. Ja, ich muss mich ja wieder konzentrieren. Ja, wegen dem Fahren. Ja, das haben wir ja schon das letzte Mal herausgefunden. Da wollen wir dich auf jeden Fall nicht stören. Es geht tatsächlich jetzt besser, denn wir haben, wie das auch schon, ich glaube Stadtlux war es leckt nicht mehr. Wir haben einen separaten Rechner, deswegen läuft das jetzt hier alles ein bisschen flüssiger und lässt sich tatsächlich auch viel schöner fahren. Genau, also nicht mehr über Remote, wie wir es so gemacht haben. Oh, ich sehe gerade hier Follower-Ziel erreicht, 270 von 270. Danke dafür. Vielen, vielen Dank. Havelplay jetzt hier auch als letztes reingefolgt. Freut uns Abend natürlich gibt es sehr. Nebel dafür. Kann man dann auch hier im Stream live sehen. Ja. Und den Chef der TML Studios könnt ihr dann hier auch persönlich kennenlernen, denn er steht am Mikrofon und macht die Musik für euch heute Abend. Inklusive Gewinnspiel. Oh. Ja. Ja, da würde ich sagen, Chance nutzen. Na, unbedingt. Ihr habt entweder die Möglichkeit, aus unserem Shop einen Artikel zu wählen, sei es von Flashbase oder von TML Studios, egal was es da drin gibt. Ein Artikel wird euch frei zugeschickt oder ihr bekommt von uns, von den TML Studios, einen Key nach eurer Wahl, was ihr gerne hättet. Ja, sehr, sehr cool. Also, ab wann nochmal? Ab 19 Uhr. Genau, 19 Uhr einschalten. Das Mit nicht vergessen. Tom, dem Chef. Genau so sieht's aus. Hat man ja auch nicht oft so eine Chance, da direkt den Kontakt zu haben. Habe ich doch gesagt, von den TML Studios ein Key. Und hier sehe ich auch schon eine englische Frage im Chat. So, again, hello to every English speaking people. You are welcome too. And I see the first question in English from Commander Salah. Hello, Commander. He asked, hello everyone, are we going to get standing passengers? Yes. We are currently working on that, so yeah, you can look forward to standing passengers. We are going to integrate this, of course, yes, it's planned. Ja, hier sehe ich schon wieder einige Fragen, da muss ich mich natürlich mal wieder hier durchwuseln. Ich wusel mich schließlich auch durch den Verkehr, also. Genau, so sieht's aus. Aber diesmal ohne Remote, also man sieht es auch wirklich das macht direkt echt viel flüssiger. Viel mehr Spaß. Vor allem jetzt kann ich auch, wenn ich stehe, sofort meinen Blick zu den einsteigenden Passagieren wenden, was ja beim letzten Mal nicht möglich war. Allerdings haben wir jetzt nicht abgeschaltet mit der lustigen Bezahlerei hier. Das ist für mich jetzt wieder etwas ungewohnt, da ich nicht das schöne Atron neben mir habe, sondern das alles hier per Hand klicken muss. Ja, ich denke mal, zur Not kannst du auch einfach die Türen zumachen. Ja, genau. Ich fahre an der Haltestelle vorbei, kommt der nächste Bus und nehmen Sie den. Genau. Aber danke an der Stelle auch nochmal an Martin hier, sitzt ja auch hier, dass er das jetzt so schnell auch verbessert hat. Mit der besseren Verbindung. Das unterschätzt man ja immer, Martin XP. Auch schon im Stream gewesen, bald bestimmt auch mal wieder dabei. Das muss man auch mal erwähnen. So, ja, und gehen wir weiter durch. Also noch einmal gerne hier die Fragen reinstellen. Aber bitte nicht so viel, dass ich übersehe. Bei hier schon bald wieder 40 Zuschauern.
Warte, ich fahre mal zur nächsten Haltestelle, dann schaue ich mit dir mal zusammen. Genau. Du bist ja jetzt hier auch bei der 147 vom Ostbahnhof, von der anderen Seite genau, diesmal ich bin diesmal von der anderen Seite gefahren. Jetzt bin ich auch mal ein Fahrradfahrer hier, ganz frech. Genau, also letzte SimDev Live hatten wir die 147 als Hauptthema, hatten wir es vorgestellt, sind da allerdings von der anderen Seite losgefahren. Das heißt, was ihr hier aktuell heute seht, ist ja auch wieder neu, kann man so sagen. Richtig. Und warum zeigen wir das? Weil sie vor Pfingsten rauskommt. Genau, so sieht's aus. Für alle, die das auch nicht auf dem Schirm hatten, wurde letzte SimDev Live angekündigt. Zu Pfingsten kommt die 147 für den Bass raus. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Arnold, 1982. When coming the bus VDL SLFR? I said it before in German. Currently, it's like we said that it's like we released the VDL SLFR to an unknown date, and yeah, that's currently the same. So there's no news about that yet, about the upcoming release date or something like that. Hier sehe ich auch zum ersten Mal gechattet, TY Sub, grüß dich, welche Busse kommen noch, habe ich eben erwähnt. Für alle, die später jetzt erst eingeschaltet haben, nochmal auch hier wieder, wie immer die Erinnerung, der Stream wird im Nachgang auf YouTube geuploadet. Heißt, wenn ihr mal was verpasst, später einschaltet, eine Frage verpasst habt, könnt ihr da gerne im Nachhinein euch das Ganze dann auch in Ruhe immer wieder anschauen. Posten wir dann auch immer auf Social Media im Discord, dass ihr da ganz einfach auf unseren YouTube-Kanal kommt. Ansonsten gerne auch den YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr da auf jeden Fall auch eben die neuesten News und Videos nicht verpasst. TY Sub schreibt der Alexander, geil. Ja, freut uns, wenn euch die Busauswahl gefällt. Da wird sich auch der liebe Timo freuen, der sitzt ja auch hier. Der steckt ja immer eine ganze Arbeit rein, unter anderem. Und da freut uns das natürlich sehr. Hier auch Havelplay, klingt wirklich toll. Wie viel Promille hat der Fahrer im Gameplay? Weiß ich nicht. Müsste man testen, haben wir jetzt nichts da zum Testen. Ich habe heute schon Blut gelassen, da war 0,0 drin. Oh. Zum Glück. Besser so. Es tut mir leid. Ich bin nun mal kein Zocker und schon gar nicht. Doch, ich bin Zocker, aber nicht mit Tastatur im Bus. Ich brauche ein Lenkrad. So schlimm ist es ja gar nicht. Hier sehe ich besser wie das letzte Mal. Ja, hier sehe ich auch noch eine weitere Frage vom Funky. Kleine Frage, bekommen die anderen Busse auch Klimaanlage-Sounds? Ja. Habe einen kurzen Blick in die Regie geworfen, klares Ja. Also das wird kommen. Und die obere Frage habe ich gerade mit dem Timo geklärt von Master of Beaches. Er wollte gerne wissen, warum der Galaxy Urban das falsche Dashboard hat. Der Timo hat mir gesagt, das wurde im ersten Durchgang sozusagen relativ allgemein für mehrere Busse gehalten. Aber mit dem nächsten Update kommen 2 Original-Dashboards. Dieses. Nochmal? Eins. Das. Gut. Tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen doof für euch. Wir müssen mal bis zur Couch reden. Also es kommt eins, was dann original natürlich für diesen Bus ist. Habt bitte ein bisschen Geduld, mit dem nächsten Update ist es dann dabei. Genau, heißt aber auch wiederum, dass dann wieder mehr zur Auswahl steht. Noch mehr zur Auswahl steht. Heißt, wie ihr merkt, wir versuchen da euch immer wirklich alles zu entwickeln, was da geht. Da könnt ihr auf jeden Fall euch auch drauf freuen. Obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, dass mir das aktuelle Dashboard sehr, sehr gut im Vergleich zu dem, was jetzt noch kommt, gefällt. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr das seht. Meine Frage wäre noch, ob der Fahrer einmal ins Gerät pusten könnte. Ja. Nein. Klares Nein. Habe ich gemacht. Ja, war 0,0. 0,0. Hat meine Ärztin heute gesagt. Heute Morgen. Naja, so eine Blutspende nimmt einen ja auch teilweise ein bisschen mit. Genau. Deswegen, Ja, darauf genau, kannst du es schieben. Das war's. Oh, hier eine weitere Frage vom UIUX Animus.
Frage bezüglich des eigenen Unternehmens und der Wirtschaft, also dem Wirtschaftsmodus. Welchen Umfang erhält das und wie tief wird das geben? Das ist natürlich eine sehr relative Frage. Da hat ja jeder natürlich eine andere Vorstellung. Allerdings sind wir natürlich bemüht und entwickeln das Ganze so, dass es dann natürlich Hand und Fuß hat. Das heißt, darauf kannst du dich auf jeden Fall freuen. Wir hatten da natürlich schon auch mal 1-2 Screenshots geleakt von quasi deiner eigenen Halle, die du mieten kannst, die du dann umbauen musst, dass du darauf dann quasi eine kleine Werkstatt hast, etc. Also ganz kleine Features, dass du dann eben, dein eigenes Unternehmen, wie es der Wirtschaftsmodus schon deuten lässt, aufbauen kannst. Das heißt, wie gesagt, wie genau und was es für Features geben wird, das werdet ihr natürlich dann jetzt mit der Zeit noch erfahren, wenn die Entwicklung immer weitergeht. Da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Aber so viel sei auf jeden Fall da schon mal zugesagt. Oh, hier eine interessante Frage vom Funky TV. Ich möchte, Katrin, dass du die Frage beantwortest. Kleine Frage. Hätte Max mal Bock, im Stream dabei zu sein? War natürlich jetzt unfair von mir. Also Max ist heute auf jeden Fall auch in der Regie drin. Aber vom Büro aus. Vom Büro aus. Das heißt, er sieht den Stream. Ihr könnt gerne die Fragen stellen. Ich merke es ja immer wieder. Es wird, glaube ich, in jedem Stream nach Max fleißig gefragt, weil er auch einfach immer so einen riesen Support leistet. Wir möchten ihn, glaube ich, einfach mal persönlich kennenlernen und sehen, wer ist die Person dahinter. Das glaube ich. Also ich habe ja schon im letzten Stream gesagt, da vielleicht mal auf Discord könnt ihr da ihn ja mal versuchen, eventuell mal eine kleine Nachricht zu schreiben. Vielleicht mal sagen, ey Max, wäre cool, wenn du auch mal vorbeikommst. Vielleicht klappt das Ganze dann mal. Aber ansonsten, Max steht uns auch heute bei Fragen zur Verfügung. Vor allem habe ich mir sagen lassen zum Thema KI-Busse. Richtig. Hier noch eine weitere Frage vom TY Sub. Meine Frage wäre, was ihr genau mit der Berlin-Map plant. Soll tatsächlich irgendwann mal ganz Berlin mit so ziemlich allen Linien, in Klammern wäre natürlich übertrieben, ist nur als Beispiel gedacht. Ja, also die Frage wurde ja auch schon häufiger gestellt. Wir werden es natürlich nie realisieren können, alle Linien mit einzubinden, weil das einfach, Berlin ist einfach viel zu groß. Es gibt viel zu viele Routen, vor allem wenn wir das Ganze, wie wir es halt machen, in dem Maßstab 1:1 nachbauen. Das heißt, das wird natürlich nicht möglich sein. Aber darüber hinaus versuchen wir, wie ihr es seht, natürlich immer weitere Linien hinzuzufügen, das Ganze auch sinnvoll so zu verbinden, dass da eine sehr, sehr coole Map entsteht und ihr da auch variabel seid, immer was Neues habt. Wie zum Beispiel jetzt auch, was meine ich mit sinnvoll, dass jetzt bei der Linie 147 eben die Verbindungsstrecke von der Linie 245 hinzugefügt wurde. Genau. Könnt ihr euch auf jeden Fall immer auch auf was Neues freuen. Hier, Janis schreibt auch mega. Der X-Lennart schreibt, manche Solaris haben auch kein elektrischen Dashboard. Kommt das auch? Nein, das kommt nicht. Flammenherz hier noch mit einer weiteren Frage. Könnt ihr im Thema Map-Entwicklung Richtung Spandau gehen? Könnte man machen. Ist jetzt aktuell nicht fest geplant, aber ist natürlich eine Option. Können tun wir alles. Für die Zukunft, ja. Außer richtig fahren vielleicht mit dem Bus, aber sonst können wir alles. Ich bin ja auch kein Busfahrer, ich bin ja hier 3D-Artist. Das stimmt. Du kannst es bauen. Ich kann es bauen, aber nicht fahren. Und schön aussehen lassen. Ja. Genau. Hier die Frage noch vom Master of Beaches. Kommt der Ebusco mit dem 147 Update? Nein. Heißt, der Ebusco kommt quasi nicht direkt zu Pfingsten. Hier auch wieder jemand zum ersten Mal gechattet, freut uns sehr. Herzlich willkommen, Viper Crazy 41192. Er fragt, meine Frage wäre, wann würde denn beim Mod-Editor das neue Tutorial kommen, weil Bing geht ja nicht mehr. Genau, das wäre ein Thema, auf jeden Fall, auch wenn ich hier so
Trimo anschaut, dass wir das auf jeden Fall auch nochmal im Stream zeigen können. Ansonsten gibt es das schon. Auch als es neu war, haben wir da fleißig auch per Mail etc. oder auch im Discord da euch eine Anleitung gegeben, wie ihr das Ganze aktuell dann über Cesium bewerkstelligen könnt mit einem Account. Heißt, ihr geht dann im Mod-Editor, wenn ich es jetzt aus dem Kopf weiß, auf Windows, dann müsste es ein Fenster geben mit Cesium, wo dann ein Link zu Cesium ist, wo ihr euch dann einen Account erstellen könnt, das verknüpfen könnt und dann sollte das funktionieren, genau, weil, genau das mit den Bing Map Key, ist veraltet. Genau, so sieht's aus. Wo sind denn diese Leaks von der Halle-Werkstatt bezüglich des eigenen Unternehmens zu finden? Auf Discord. Bei Ankündigungen oder Announcements einfach hochscrollen. Waren, glaube ich, ein paar Screenshots von der Halle. Genau, da kannst du das dir gerne mal raussuchen. Das war so ein erster Einblick, sage ich mal. Hier wieder der Standardkommentar. Der gute Max, bester Mann, 24/7 on, hilft immer. Bester Mann. Ja, also ich glaube, Max ist der beste Mann. Hier wird noch gefragt, werden vielleicht zum Beispiel Feiertage hinzugefügt, wo dann zum Beispiel mehr Fahrgastaufkommen ist? Ja. Das ist geplant. Ja, hallo Christian. Grüß dich. Freut mich, dass du auch zum ersten Mal gechattet hast. Schreibt dir hallo Katrin, hallo Toni. Hallo. Und hier auch nochmal zum ersten Mal gechattet, der Marxismus fragt, wie steht es zum Thema Bassmodding? Was genau ist da deine Frage? Also grundsätzlich natürlich, versuchen wir euch immer anzuregen, dass ihr ja auch mal euch an den Modding-Editor rantraut, beziehungsweise wir haben auch schon oft gezeigt, was da für eine riesen Library ist. Heißt, ihr könnt von A bis Z eure Maps selbst gestalten, könnt ihr eigentlich alles erstellen, was ihr euch wirklich nur denken könnt. Haben das auch schon gezeigt, wie das funktioniert. Am Anfang, muss man sich da natürlich ein bisschen reinfuchsen, aber das kommt dann auf jeden Fall mit der Zeit und bei Fragen könnt ihr da natürlich auch gerne jederzeit auf uns zukommen und vor allem empfehle ich immer auf Discord uns zu joinen, denn da gibt es auch Modding Support Plus. Die Community hilft sich da untereinander, weil es da natürlich einige Member gibt oder einige aus der Community, die selber schon viel Modding-Erfahrung haben, die da auch immer sehr, sehr hilfsbereit sind. Das heißt, grundsätzlich, wem das interessiert, da gerne einfach mal reinschnuppern, bei Fragen auf uns zukommen und vor allem auf Discord joinen und dann einfach mal loslegen. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel möglich mit der Riesen-Library. Oh, hier another question in English from Staff Track. Hello, Staff Track. Will AI buses have freedom of movement, for example, around obstacles? Also, could we be simple passengers on AI buses? Also seine Frage war, ob bei KI-Bussen, also ob die quasi, sag ich mal, eine feste Route haben oder ob die auch flexibel sind im Sinne von, dass wenn da jetzt ein Hindernis ist, die dann auch drum rumfahren etc. Okay, alles klar. So I heard from the Regie that the first question, this will not be able, that the AI buses have the freedom of movement to go around from obstacles, and for the second questions, yes, this is true. So passengers could be simple on AI buses, yes. Ach, hier wieder auch Bauer Elias. Du warst ja auch schon in den letzten Streams dabei. Grüß dich, freut uns, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Du fragst, hey, ich fahre oft die Linie 123 und es sind im Spiel am Abend, Nacht immer zu viele Fahrgäste. In echt ist da fast gar nichts los. Kann man das anpassen? Wir können das anpassen. Also, das werden wir auch tun. Also, das ist auch so ein Punkt, den wir immer auf dem Schirm haben.
wo wir zusehen, dass wir das auch immer verbessern. Allerdings du im Spiel direkt kannst das jetzt nicht so individuell machen, aber dafür sind wir ja da. Blaulicht-Fan fragt, ist es denn auch nicht mit den Random-Events möglich? Oder wie wird das dann gelöst werden? Auf was genau war diese Frage bezogen? Schreib's gerne nochmal rein. You're welcome, Star Trek. Christian fragt, wird es eine Möglichkeit geben, das Lenkrad und die Reifen der TML-Busmodelle zu modifizieren? Also du fragst im Prinzip einfach, ob Busmodding es kommen wird, und ja, das ist ein klares Ja. Das wird auf jeden Fall kommen. Steht auf unserer Liste als Feature. Das ist auch so ein Punkt, den hatte ich noch gar nicht angesprochen. Busmodding, beziehungsweise Busmodding-Tools wurde ja auch auf Discord gefragt. Also das ist auf jeden Fall auch geplant. Für den, ja, zum Release, bis zum Release, je nachdem wie ihr es nehmt. In Phase 3, genau. So, and yeah, again to all the English-speaking people, if you have any question, feel free to ask. You're welcome as well. So, if you got any questions, please ask here in the chat, and yeah, we can answer your questions. Yeah, at the beginning of this week on Discord, we asked what were the most frequent topics that you were interested in, and there came a lot of feedback from you. We like that. So yeah, right now, use the chance to ask your questions. Oh, jetzt kamen mir nochmal einige Fragen rein. Katrin, dir geht's gut? Bist du still? Ja, mir geht's gut. Ich konzentriere mich doch, Mensch. Ja, stimmt, das ist Konzentration. Ist ja natürlich noch was anderes, gell? Nochmal reden und fahren sollte man ja auch. Schwierig, ja. In echt vielleicht auch manchmal schwierig. Es steht doch immer nicht während der Fahrt mit dem Busfahrer reden. Oder gibt es das nicht mehr, diese Sprüche? Doch. Ich fahre selten Bus, außer jetzt mal hier. Ich fahre keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ja. Ich glaube, wir stehen gerade auf dem Schlauch. Hier ist auf jeden Fall einiges nochmal reingekommen, wenn ich auf den Chat schaue. Und hier, Christian, nee, das hat mal die Frage mit dir, Christian. Hier nochmal Blaulicht-Fan. Auf die Frage von Star Trek. Da die Random Events auf den Straßen den Bus blockieren, müssen die KI-Busse irgendwie dort herum können müssen? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Können wir aktuell nicht sagen, wie das gelöst wird, aber es wird natürlich gelöst. Beziehungsweise, ich sag mal so, wir werden jetzt die Events nicht freischalten, wenn dann die KI-Busse da nicht vorbeifahren können und dann alles blockieren. Das wird nicht passieren. Aber war natürlich eine berechtigte Frage. Ich habe gerade den heißen Tipp bekommen, es würde hier irgendwo stehen, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Mit dem Fahrer, Amen. Mit dem Fahrer sprechen. Ich finde es nicht. Gibt's in dem Bus nicht. Vielleicht kriegst du ja ein bisschen Hilfe vom Chat. Chat, wo steht das? Mit dem Fahrer nicht sprechen. Guck mal, das ist doch auch. Ich spiele zwar kein Instrument, aber ich hupe viel. Das sind die tollen neuen Sprüche. Ja, sind in unserem Shop zu erwerben. Aber ich gebe dem jetzt erstmal schnell ein Ticket. TY Sub fragt auch nochmal, ich spiele The Bus mit meinem Controller. Ich habe nur bei allen E-Citaro-Varianten das Problem, dass wenn ich nach rechts lenke, das Linksfahrer und andersrum, aber nur beim E-Citaro weiß jemand wieso. Also ich glaube, die Frage hat mich selbst irgendwie verwirrt. Ja. Gerne nochmal stellen oder hat die Regie es verstanden? Ja, aber wissen wir noch nicht, ja, wissen wir nicht. Unklar. Stadtlux fragt auch nochmal, wird das Atron auch gegen andere Systeme, zum Beispiel Ibis, austauschbar sein? Ja,
sollte so sein, ja. Wegen Thais-Up. Ich verstehe das so, dass wenn er nach links lenkt, nach rechts fährt und genauso andersrum. Wenn er nach rechts fahren will, fährt er nach links. Also das ist quasi seitenverkehrt. Aber nur bei E-Citaro. Einstellungssache höre ich gerade. Einfach mal schauen. Mhm. Das ist die Y-Achse. Einfach vertauscht wahrscheinlich mal beim E-Citaro gezielt reingucken, vielleicht versehentlich falsch rum eingegeben. Genau. Also das gehört Y-Achse, mal schauen. In Einstellungen tauschen, wechseln, je nachdem. Und dann sollte das Ganze auch wieder funktionieren. Ansonsten natürlich gern auch dann nochmal bei uns melden, dass wir dir Support geben können. Schicken dann einen neuen Bus, da geht's. Genau, schicken den dann nach Hause. Dann auch nochmal schicken in die Werkstatt. Die Adresse. Und ja, genau, machen wir das so. Das ist eine schöne Gegend hier, wo ich gerade rumfahre. Gefällt mir gut. Warst du da wohl schon mal? Nein, also weder hier im Spiel noch wirklich war ich jemals dort gewesen. Ich war schon oft in Berlin, natürlich nicht überall, Berlin ist groß. Ja. Aber das hier ist wirklich eine schöne Ecke. Ich weiß gar nicht, wer genau das jetzt auch dekoriert hat. Kann ich auch nicht sagen, die Ecke weiß ich nicht. Da gibt es ja immer mehrere Abschnitte. Französische Straße. Dein Abschnitt, wo war dein Abschnitt nochmal? Das hat man ja im letzten Stream gesehen. Ja. Genau, das war... Friedrichstraße, ich lese gerade da vorne, Friedrichstraße. Ja. Da war, warte, ich kann ja mal aussteigen. Genau, können wir ja vielleicht mal kurz mal schauen, was wir da gezaubert haben. Das sage mal. Ich und bedienen, gell, das geht Ja. gar nicht, ja. Naja, wir geben der Katrin nochmal ein bisschen Zeit und ich schaue auch nochmal hier im Chat. Jetzt sind wir draußen. Jetzt sind wir draußen. Schön. Ach, die neuen Charaktere, wie schön. Rosa Haare. Ja, cool, gell? Ich meine, das ist Berlin. Berlin ist nun mal bunt und da passt auch halt nicht die Hose aufs T-Shirt. Doch, das ist tatsächlich mit, also die Straße habe ich mit unter anderem ausdekoriert. Okay. Da, genau, da war ich jetzt noch unterwegs in den letzten Tagen. Kann ich hier immer schneller laufen? Wo ist meine Speed-Taste? Gibt es hier eine Speed-Taste mit Rennen, wie man das bei anderen Spielen kennt? Ja. Gibt's aktuell nicht. Ach hier, der Lennart fragt noch auch mal, kommen nur KI-Busse, die man auch selber fahren kann, oder zum Beispiel, wenn man am Ostbahnhof ist, auch der 240, also KI-Bus zu finden ist? Eher nicht. Eher nicht, nein. TY Sub schreibt, Rechtschreibfehler kicken richtig rein, haha. Naja, solange wir es verstehen, ist ja die Hauptsache, ist alles in Ordnung. Müsst ihr euch auf jeden Fall keinen Kopf machen. Hier schreibt auch nochmal Blaulicht-Fan, aktuell nicht. Okay, danke. Auf der Oberhavel-Map zum Beispiel gibt es eine Baustelle, wo der Bus komplett eine andere Straße fahren muss. Vielleicht kann man das so lösen, dass für die Random Events einfach eine spezielle Spline für die KI-Busse gelegt wird, damit diese drum rumfahren können. Ja, ist ein Ansatz. Ob das jetzt praktisch so umsetzbar ist, eher schwierig. Aber ja. TML Studios findet da auf jeden Fall eine Lösung, wie wir es auch immer machen. Da braucht ihr euch auf jeden Fall keinen Kopf machen, wenn es da Neuigkeiten gibt. Wie immer halten wir euch dann natürlich auf dem Laufenden und teilen euch das mit. Auch nochmal hier eine Frage von Christian, Frage vom Server. Wird der Wirtschaftsmodus für den Multiplayer oder nur für den Singleplayer kommen? Wird nur für den Singleplayer kommen. Also was heißt nur? Er wird für den Singleplayer kommen. Um das mal so zu formulieren. Hier wieder zum ersten Mal gechattet. Also heute sind auch wieder einige dabei. Auch jetzt hier wieder konstant über 40 Zuschauer. Ja, freut uns sehr. Der liebe Sven Mielke 21 fragt: Guten Tag, ich habe mal eine Frage. Wann kommt für den Bass die Leitstelle raus? Müssen wir nochmal schauen.
Also da gibt's, können wir euch jetzt auch keinen groben Zeitraum festlegen. Ja, ist noch nicht ganz klar, aber in Arbeit auf jeden Fall. Wir werden uns wieder drauf festgenagelt. Ihr habt gesagt. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Richtig. Es kommt, aber es ist noch nicht klar, wann. Ja. Genau so sieht's aus. Bauer Elias fragt auch nochmal, könnt ihr auch mal Events einbauen, die wirklich Verspätung bringen oder Stau? Also einfach mehr als nur diese Feuerwehrautos. Das wäre schön. Ja, ist natürlich die Frage, wie man das dann umsetzt. Wie man da auch wirklich so einen Stau erzeugt. Aber ist auf jeden Fall eine Idee. Hier nochmal ein Kompliment an unter anderem dich, Kati. Sehr schön geworden, die neuen Abschnitte. Vielen Dank. Also an alle unsere 3D-Artists. Sehr, sehr schön. Ja, wir stecken da immer viel Zeit und Liebe rein. Aber wir haben eben auch die ganzen Möglichkeiten, die ihr ja auch im Modding Center findet. Da hatte ich den letzten 14 Tage mich rangesetzt und habe euch das mal alles schön einsortiert in das Modding Center. Das ist jetzt gewachsen. Einfach mal reinschauen, da findet ihr alle möglichen Assets und könnt damit natürlich eure eigene Map schön ausgestalten, dekorieren. Mit Liebe. Genau, sieht's aus. Also, wir haben es jetzt ein paar Mal gezeigt, die Library, wie groß die tatsächlich ist. Also, die ist ja teilweise schon gefühlt genauso wie so groß wie bei unseren 3D-Artists, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber da ist eine ganze Menge drin. Havelplay fragt, kann man später auch die Busse fahren, die man zum Beispiel im Fernbus-Sim als DLC in der Bus fahren? Wäre auf jeden Fall cool. Ja, da sind wir uns auch noch nicht ganz sicher, aber Tendenz geht eher in Richtung Nein. Das heißt, ihr merkt schon, viele Sachen sind einfach noch nicht zu 100% klar, beziehungsweise kann man einfach nicht so voraussagen. Aber wie gesagt, ihr seid auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand. Wenn was Neues da ist, dafür schaltet immer ein fleißig bei den SimDev Livestreams hier auf Twitch, jeden zweiten Freitag um 15 Uhr und grundsätzlich natürlich auch auf allen sämtlichen Social Media Plattformen, Instagram, Facebook, Twitter sind wir vertreten, aber auch natürlich Discord, vor allem was da Support angeht oder auch Austausch innerhalb der Community. Ja, Flammenherz fragt, habt so viele Mods, dass man es nicht mehr auseinanderhalten kann? Ja, ist natürlich schon auch einiges, was von der Community kreiert wurde mit dem Modding-Editor, was uns natürlich auch sehr freut. Wir hatten ja auch schon mal eine ganze SimDev Live-Folge gemacht, wo wir was von der Community vorgestellt haben von euch, weil wir es so toll finden. Wir haben auch vor nicht allzu langer Zeit extra dafür auch eine Sektion auf unserer offiziellen Webseite hinterlegt. Da gerne auch nochmal vorbeischauen, wer das noch nicht auf dem Schirm hat. Da haben wir wirklich eine ganze Menge von euch da auch einfach in der Sektion platziert, weil wir einfach gesagt haben, ihr macht da so tolle Sachen. Das soll auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit bekommen. Vor allem, weil viele auf Steam, glaube ich, auch den Workshop nicht ganz richtig verstehen. Hatten wir so ein bisschen den Eindruck. Deswegen schaut da auch gerne nochmal vorbei. Schaut euch das an und dann werdet ihr überrascht sein, was da auf jeden Fall alles noch für neue Maps etc. schon da sind. Katrin, du hast das gefunden? Ich lese einfach nur mit, ich versuche dir immer zu folgen, wo du gerade hängst, in welcher Frage oder bei welcher Frage. Ja, das weiß ich jetzt aktuell auch nicht, muss ich sagen. Hast du den Dark 127 GT schon? Nein. Kannst ja gerne mal vorlesen. Achso, warte mal, erstmal hier oben drüber. Jannis, wann können wir mit einem neuen Update für den Bus rechnen? Am Dienstag? Das wird am 6.6. stattfinden, das große Update für den Bus, wo dann eben unter anderem auch die neue Strecke reinkommt, beziehungsweise die veränderte 245. Genau, ist ja der Freitag vor Pfingsten, an dem Wochenende zumindest. Genau, damit ihr 3 Tage Zeit habt, euch da auszutoben. Genau, und wir auch reichlich Feedback dann die Woche drauf haben. Ja, hoffentlich. Natürlich nur positiv. Hoffentlich. Der Dark
127 fragt, ist die Friedrichstraße dann durchgängig befahrbar bis zur Leipziger Straße, wo auch der 200er fährt? Ja. Es wird genickt. Ja, in der Tat, so ist es. Ja, hier eins weiter unten auch wieder vom Animus. Kein Wirtschaftsmodus im Multiplayer, schade. Ist es denn auch zukünftig eventuell mal vorgesehen für den Multiplayer? Fragezeichen. Ja. Genau. Denn es würde den Multiplayer deutlich, deutlich attraktiver machen, wenn man mit Freunden zusammen ein Unternehmen aufbauen könnte. Ja klar, das haben wir natürlich auch auf dem Schirm. Nur jetzt aktuell kommt er zuerst im Singleplayer, was wie gesagt nicht heißt, dass der Multiplayer zukünftig ausgeschlossen ist. Dem ist nicht so. Und dass das natürlich auch dann sehr, sehr Sinn machen würde im Multiplayer, haben wir natürlich auch auf dem Schirm. Braucht er keine Angst haben. Genau. Wann kommen Rollstuhlfahrer, Katrin? Das ist eine gute Frage. Diesen Wunsch habe ich auch schon geäußert, genauso wie im Mamas mit Kinderwagen. Wird sicherlich auch kommen. Wir können nicht sagen, wann, aber natürlich ist es in Planung, natürlich auch Kinder, die gehören dazu, dass wir Kinder, Fahrradfahrer, also fahrende Fahrradfahrer, nicht nur stehende Fahrräder haben, Stück für Stück. Wir können nicht alles mit einmal erfüllen, dafür sind wir auch einfach zu klein, aber es wird nicht vergessen. Naja, obwohl ich nicht weiß, ob bei den Fahrstilen, die wir hier an den Tag legen, ob das so gut wäre, wenn da jetzt auf einmal Kinder im Spiel sind. Bei mir nicht, nein. Ja, dann muss man sich nochmal überlegen, ob man das dann wirklich macht, aber ansonsten, na klar, gehört das dazu. Es gehört halt zum Stadtbild dazu, keine Frage. Genau. Hier wieder eine Frage auf Englisch. Das ist dein Part. Der liebe MC asks, will AI buses have the functionality to reverse? For example, at the bus terminus where there are some reversing parking bays. Yes. Yeah, yes. It's not that sure, but yeah, tendency is yes. Aha, okay. So, scrollen wir weiter nach unten. Ach, grüß dich, Lisa Modding auch wieder am Start. Was kommt denn so für Fernbus-Sim an neue Busse? Tja, der liebe Timo grinst nur sehr nett. Freut sich. Wir können es noch nicht sagen. Es ist sein Geheimnis. Genau. Lass ihm sein Geheimnis. Er hat aktuell noch Spaß am Geheimnis, muss man so sagen. Von daher geduldet euch da noch ein wenig. Aber ich sehe auf jeden Fall in seinen Augen, da ist was da. Der liebe Christian fragt auch nochmal, wird es möglich sein, das Flottensystem weiterzuentwickeln, so dass nicht immer dieselben Busse von Montag bis Freitag auf denselben Strecken eingesetzt werden? Vielleicht mit einem Pool wie in Citybus Manager von PDP. Ich werfe mal einen Blick in die Regie. Ja, das sind alles so Fragen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, müsste man sich da mal genauer anschauen. Aber so direkt haben wir das da jetzt noch nicht auf jeden Fall in der Hinsicht festgelegt. Genau. Ja, auch wieder jemand zum ersten Mal gechattet. Grüß dich, FinJonas9999. Wird es bei der Bus auch eine Option geben, wo man sich eine Firma aufbauen kann, mit Busse selbst kaufen und reparieren und alles? Also, es wird einen Wirtschaftsmodus geben. Also ja. Geplant bis zum Release. Also geplant bis Ende des Jahres. Ja. Ist aktuell auch schon in der Entwicklung. Heißt, kannst dich drauf freuen. Oder ihr könnt euch drauf freuen. You're welcome, MC. Blaulicht-Fan schreibt einfach beim Crash mit einem Fahrradfahrer Black Screen und zurücksetzen. Wie in den alten Bus-Simulationsspielen. Einfache Lösung, ohne große Aufruhr. Hier nochmal eine Frage, wird es auch Schmutz an den Bussen geben, wenn es regnet und sowas? Ja, das sind... ja, könnte passieren. Wäre auf jeden Fall noch was für die Zukunft. Ist möglich, sagen wir es mal so.
Grüß dich, Sky, the real one. Ah, okay, also da jetzt nochmal zur Frage davor. Das wird allerdings mit den Schmutz an den Bussen nicht gern gesehen von den Herstellern. Macht ja auch irgendwo Sinn. Das heißt, da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen, inwiefern das dann auch Sinn macht, grundsätzlich das zu tun. Aber ja, aus der Sicht der Hersteller kann man das, denke ich, auch durchaus verstehen. Auch wenn es für die Simulation an sich natürlich cool wäre. Sky the Real One fragt, wenn die Fernbus-DLCs nicht für The Bus kommen, werde ich sauer. Ich habe mir die nämlich extra dafür gekauft, weil das am Anfang von The Bus mal versprochen wurde. Bei Tourisbus geht's ja auch. Ja, wie gesagt, wir haben es... Ja, das ist jetzt leider so. Es tut uns natürlich auch leid und da können wir dich natürlich auch aus deiner Sicht verstehen. Aber aktuell macht das jetzt grundsätzlich für die Entwicklung einfach keinen Sinn. Auch hier nochmal zum ersten Mal gechattet. Real Zocker LP, grüß dich. Ist denn auch noch der Sprinter in der Bus geplant? Yes. Ja, der Sprinter ist geplant. Gab es einige Daumen hoch hier. Ach hier, Sub schreibt, bin aktuell in der Ausbildung bei der BVG. Ist schon echt cool, das Spiel. Ja, das freut uns natürlich sehr. Ist es geplant, ein Mufa BVG-Fahrzeug? Nee. Das aktuell nicht. Finn Jonas, das haben wir gerade beantwortet. Mehr oder weniger. Hi, grüß dich, Chester. Huffleplay fragt ja auch nochmal, wäre es möglich, dass die temporären Straßenschilder etc. diese auch eckig zu machen? Also die Baustellenschilder. Ist jetzt aber ein kleines Detail, was ein nice to have wäre. Ja, das geht sehr ins Detail, also darüber haben wir uns ehrlich gesagt wahrscheinlich noch nie Kopf gemacht, beziehungsweise wissen wir nicht gar nicht so genau, was da jetzt gemeint ist. Also aktuell auf jeden Fall nicht, nein. Soll ich dir mal helfen beim Vorlesen? Du hast doch bestimmt schon Fussel im Mund. Ja, gerne. Wir können auch gerne mal umschalten. Ich glaube, ich bin jetzt genug gefahren. Ja. Katastrophal gefahren, sonst muss ich wirklich noch einen Alkoholtest machen. Nee, dass man uns auch mal wieder sieht, ja. Genau. Flammenherz zum Beispiel fragt, ich wollte mal fragen, ob es gewollt ist, dass manche Schilder im Game sind, die in echt nicht existieren. Ja. Ja, es wird genickt, das ist so gewollt. Das ist kein Zufall. Ich klappe hier mal die Richtung zu, dann sehe ich auch den Chat besser. Und alles gut, Jonas. kann dir mal ein bisschen helfen. Alles gut. Lieber reinschreiben als nicht reinschreiben. Genau. Dann noch die Frage von Taisab. Wieso bleibt ab und zu Fahrzeuge mitten auf der Kreuzung so ohne Grund stehen für eine Weile? Hier. Ich vermute, er meint jetzt die KI-Fahrzeuge, also die Autos, die da rumcruisen, die bleiben einfach stehen. Ja, das ist halt Berlin. Die steigen auch manchmal einfach auf der Kreuzung aus und kommen nicht wieder. Ich stand in Berlin schon an einer Ampel, die einfach nicht schalten wollte. Ich habe mir das dann 3 Zyklen angeguckt und als ich rot hatte und der Meinung war, der Rest hat auch rot, bin ich gefahren, weil es ist Berlin. Das ist also alles Realismus. Blaulichtfan, soll ich mal deine Unfallstatistik rausholen? Ja, bitte. Wäre sehr interessant. Aber komm, gib es zu, vor 14 Tagen war es schlimmer. Dann, Finn Jonas fragt noch, wird es auch geben, dass man Fahrzeuge reparieren muss und tanken muss? Ja, es wird genickt, das wird es geben. Ach, Flammenherz geht nochmal zurück auf seine Schilderfrage, weil an manchen Stellen ist 30 und 22 bis 6, aber Navi zeigt immer 30 an, in echt nur 30. Also wir gucken schon, dass wir annähernd das eigentlich immer passend machen, die Straßenschilder, so wie sie tatsächlich auch stehen. Nur das Navi kann das natürlich nicht unterscheiden. Ist es jetzt 22, also, ja, wie soll ich es erklären?
Das Navi erkennt die 30, kann aber nicht sagen, ich fahre jetzt 23 Uhr oder ich fahre früh um 12 oder mittags um 12. Deswegen hat es immer 30 drin, auch wenn da jetzt steht von 22 bis 6. Blaulichtfan schreibt nochmal, ja, stimmt, danke. Hast du letztens auch schon eine Unfallstatistik mitgetickert, ja? So, was hast du? Hast du schon die große Frage, das gelesen, zeitlich gesehen? Also hier zeitlich gesehen befinden wir uns ja in Phase 3, schreibt der liebe Animus, das stimmt. Ist Phase 3 nun der kommende Patch, der bis Full Release nach und nach seinen Inhalt bekommt? Oder gibt es nach Phase 3 dann noch einen Folge-Patch, der praktisch die 1.0 einläutet? Ist bis Release quasi. Also wenn man es jetzt so nimmt. Phase 3 jetzt bis Release quasi. Der Patch. Genau. Und Finn Jonas fragt weiter, wird es auch außerhalb nach Berlin gehen, die Strecken, also in die Außenbezirke? Machbar ist natürlich alles, ja, aber wie gesagt, wir arbeiten ja auch noch an einer Erweiterung für den Fernbus. Und deswegen wird es sicher irgendwann geben, aber nicht im nächsten Jahr. Genau, und hier nochmal das Sky the Real One fragt, wird es Szenarien geben und wird auch selbst welche erstellen können? Ich weiß jetzt nicht, ob... Meint er die Events vielleicht? Ja, ob das auf die Events bezogen sind, ob man die mal irgendwie selbst erstellen kann. Ja, können wir uns durchaus vorstellen, dass das dann auch in Zukunft möglich sein wird. Als cooles Feature. Und Lisa Motting fragt weiter, wird man im Singleplayer auch Autos fahren wie von Haus X zum Betriebshof wie im Bass-Sim 2011 und auch zurück? Also sprich zur Arbeitsstelle fahren, so verstehe ich das. Nein, wird es nicht geben. Waren schöne Zeiten, Citybus 211. Bisschen her schon. Da warst du doch noch in der Schule oder im Kindergarten, oder? Ja, Grundschule war ich Grundschule, siehst du. Das ist stark. Blaulichtfan schreibt ja auch, so ein Karrieremodus mit Szenarien wäre eine Idee. Ja, könnte man natürlich vieles kombinieren. Wir machen das natürlich dann am Ende auf jeden Fall so sinnvoll wie möglich. Sub fragt hier nochmal, kennt ihr die Reinickendorf-Map-Mod von Findelkind? Wenn ja, wie findet... Oh, jetzt ist es aber weggesprungen. Wie findet ihr die? Ja, natürlich haben wir die auf dem Schirm. Die ist sehr, sehr gut. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir dazu auch sogar mal das ja auf Social Media hervorgehoben, gepostet. Die Reinickendorf-Map von Findelkind. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also die ist sehr gelungen. Also auch da mal jetzt nochmal ein Appell an alle, die ja das grundsätzlich auch, wie gesagt, nicht auf dem Schirm haben. Geht auf die Website von uns, tmstudios.de. Dann gibt es eine Sektion Community oder der Community und dann könnt ihr euch da mal durchklicken. Da seht ihr die ganzen Maps etc. auch, unter anderem Reinickendorf-Map von Findelkind. Könnt euch da mal inspirieren und könnt das natürlich dann auch mal, ja, was euch gefällt, einfach mal anspielen. Und habt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, da nochmal ja, variabel zu sein, was Neues zu spielen, neue Maps zu spielen etc. Also das auf jeden Fall tun, wer es noch nicht gemacht hat. Dann nochmal zurückkommen auf die Frage von Sky the Real One. Er bezieht das nicht auf die Events, sondern ob man Szenarien einstellen kann, zum Beispiel ein erhöhtes Fahrgastaufkommen, wenn in Berlin Messe ist. Eher nein. Das kann man nicht selbst einstellen. Hier nochmal eine kleine Tech-Frage von Animus. Er fragt, die Inhalte der Devs für die Backlog, kommen die im Hintergrund mit rein oder werden das auch extra größere Patches geben? Denn dort gibt es ja Punkte wie Improvements der Physik der Fahrzeuge je nach Wetterlage. Tendenz ja. Ja, wird's mit der Zeit kommen, genau. Hier nochmal eine Frage vom Jonas. The Bus ist echt ein geiles Spiel. Oder eine Aussage, The Bus ist echt ein geiles Spiel. Hut ab an die Arbeit, die er macht.
dass wir unseren Spielspaß haben. Auch der Preis für das Spiel ist top. Auch die Vorschläge nehmt ihr herzlich an und setzt auch einiges um. Nur das Beste für euch. Ja, vielen, vielen Dank. Katrin hat es hier schon gemacht. Ja, danke schön. Freut uns natürlich sehr und ja, ist natürlich auch unser Anspruch, da auch auf euch einzugehen, euch mitzunehmen. Deswegen machen wir ja das Ganze auch die SimDev Lives etc. Wir wollen, dass da auch irgendwo die Community mit auch so gut es geht natürlich in die Entwicklung mit reinfließt. Deswegen, ja, auch immer wieder der Appell an euch, dass ihr uns Feedback gebt, sei es neue Updates etc., neue Dinge, die rauskommen. Gebt euer Feedback, neue Features, die rauskommen. Oder eben auch hier, wie gesagt, bei solchen Streams, Events, wie man es nennen mag, wo ihr die Chance habt, immer gerne euer Feedback mitgeben. Umso mehr ihr da Feedback gebt, umso besser können wir dann natürlich auch auf euch eingehen. Und das wollen wir natürlich. Genau. Theisab schreibt auch nochmal, die 322 hat sein Endstadium zu Fuß 10 Minuten von mir entfernt. Es ist sehr komisch, im Spiel seine Gegend zu sehen. Also ich hoffe, die hat tatsächlich jetzt auch wirklich Wiedererkennungswert für dich. Wollte ich gerade sagen, ja. Genau, mir geht es ja nicht anders. Dadurch, dass ich so viel in Berlin nun mitgebaut habe und ich vor 3 Jahren mit meinem Sohn in Berlin war, ich fand es interessant, ich brauchte kein Google Maps, um zu wissen, wo ich eigentlich bin und wo ich hin will, weil es hat funktioniert. Wenn du die Strecken baust, weißt du genau, wo du steckst. Tja, das ist der Vorteil an 1:1. Ja. Da kann man mal sehen. Wird im Fernbus etwas kritisch, wenn du von Hamburg nach Erfurt laufen möchtest. Möglich ist es. Gut, das ist ja eine andere Sache. Im Fernbus ist es ja Maßstab 1:10, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, ja, aber das wäre natürlich vor allem länderübergreifend gar nicht anders möglich. Da bist du lange unterwegs zu Fuß. Ja. Ja, einige würden das, glaube ich, trotzdem dann spielen und zu Fuß gehen. Kann ich mir vorstellen. Das ist dann quasi der Jakobsweg im Fernbus oder so. So gesehen. Jakobsweg-Simulator 226. Ich finde mich selber im Fernbus-Simulator. Mein inneres Ich. Ja, schön. Ich glaube, wir haben... Ich hoffe, wir sind soweit durch. Wir haben heute wieder viele Fragen beantwortet. Ich möchte noch mal gerne auf unser Gewinnspiel heute Abend eingehen. Ab 19 Uhr bei Flashbase FM mit dem TomTom. Zu gewinnen gibt es entweder einen Artikel aus unserem Shop, könnt ihr euch aussuchen, von Flashbase oder von TML Studios, oder einen Key, ein Spiel eurer Wahl, was wir entwickelt haben natürlich, beziehungsweise kommen noch ganze 50 € obendrauf. Was ihr dafür tun müsst, um das zu gewinnen, werdet ihr heute Abend ab 19 Uhr erfahren. Also einschalten, dabei sein. Es macht Spaß, keine Frage, weil ihr seid komplett gefragt in der Sendung. Der mitmacht, kann gewinnen. Ja, ich glaube, mehr musst du gar nicht sagen. Also wer da heute 19 Uhr nicht hier wieder einschaltet, aber jetzt eingeschaltet hat, ist selber schuld, anders kann man das nicht sagen. Richtig. Also, ja, ist ja eine ganze Menge, die es da zu gewinnen gibt. Der Jonas fragt nochmal, wo ist das Gewinnspiel? Genau hier auf dem gleichen Kanal, also TML_Flashbase. Einfach heute Abend ab 19 Uhr einschalten zu unserer Radiosendung und dort wird euch dann weiteres erklärt, wie ihr gewinnen könnt. Genau, und das ist ja auch grundsätzlich immer so, also alle Sendungen montags, mittwochs und freitags finden immer hier auf dem gleichen Kanal auf Twitch statt, wo auch eben jetzt, also wie jetzt die SimDev Live Streams stattfinden. Das heißt, wer noch nicht gefolgt ist, wir haben ja heute hier sogar ein neues Follower-Ziel erreicht mit 270, was uns sehr freut, aber wer es noch nicht getan hat, jetzt auch nochmal gerne reinfolgen, dann die Benachrichtigungen aktivieren, dass ihr da auch wirklich nichts verpasst. Zum Beispiel auch eben Gewinnspiele, weil das natürlich auch immer eine geile Chance ist, da coole Sachen zu gewinnen, was euch sowieso interessiert. Ihr spielt das ja sowieso, von daher nutzt einfach die Chance. Und ja, dann würde ich mich auch nochmal gern bei dir bedanken, Katrin. Sehr gerne. Dass du heute auch wieder dabei warst. Ja, macht Spaß, keine Frage. Es ist anders wie Radio, aber es macht Spaß. Ja, gespielt hast. Und dann würde ich sagen, bis 19 Uhr und darüber hinaus bis übernächsten Woche Freitag um 15 Uhr zur nächsten SimDev Live-Folge. Bis dahin. Macht's gut. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.